diesem Video zeigen wir die Demontage und die Montage einer Drückerplatte des Spülkastenmodells Friatec F200. F200 ist das Modell mit der Auslösung von oben. Nicht zu verwechseln mit dem Modell F100. Das ist die Auslösung von vorn. Gern wird dieses verwechselt, doch wenn man genau hinsieht und die beiden Platten vergleicht, erkennt man, dass alleine der Größenunterschied zeigt, dass es sich hierbei um verschiedene Modelle handelt. Gern wird dies verwechselt. Zur Wiederholung: F100 Betätigung von vorn, F200 Betätigung von oben. Zuerst beginnen wir mit dem Lösen der Abdeckplatte. Dazu schieben wir die Abdeckplatte nach vorn und rasten diese nach oben aus. Nunmehr kommt der Halterahmen zum Vorschein. Bevor wir diesen entfernen, schauen wir kurz und entdecken die ersten Montagefehler, die seinerzeit gemacht wurden. Ein ganz typischer Montagefehler ist, dass rechts und links sich zwei Haltestangen befinden, in denen der Halterahmen eingeklipst ist. Wenn diese Haltestangen zu kurz geschnitten wurden, wie in diesem Fall, lässt sich der Halterahmen schwer entfernen. Diese Haltestangen sollten immer ca. 1 cm überstehen. Ein zweiter Montagefehler, der auch sehr oft auftritt und zum Teil auch zum Defekt des Halterahmens führt, sind die zu straffe Einstellung der Kipphebel. Die Kipphebel sind die Verlängerung der Drucktasten von der Drückerplatte und lösen jeweils die große und die kleine Spülung aus. Diese werden eingestellt durch diese Druckstangen. Sind diese Wippen zu straff eingestellt, kommt es zur Überdehnung und es kommt sehr häufig zum Bruch an den Stegen im Halterahmen oder, wie wir später nachher sehen werden, bei den Wippen im Spülkasten. Hier sollte immer ein wenig Spiel vorhanden sein. Jetzt lösen wir den Halterahmen. Dazu entfernen wir zuerst die beiden Druckstangen, die rechts und links in den Kipphebel eingeschraubt sind. Als nächstes lösen wir den Halterahmen von den Haltestangen. Im günstigsten Fall wären die jetzt etwas länger, denn diese müssen kurz nach innen gedrückt werden, um den Halterahmen zu lösen. In dem Fall hilft uns ein Schraubenzieher. Wir setzen an und biegen diese ein wenig nach außen. Sollten diese abbrechen, kein Problem. Der neuen Drückerplatte sind neue Haltestangen beigelegt. Jetzt können wir den Halterahmen entfernen. Nun kommen wir zur Montage der neuen Drückerplatte. Der Drückerplatte liegt prinzipiell bei 2 neue Haltestangen, die in diesem Fall hier zu kurz abgeschnitten wurden, und 2 neue Druckstangen, die die Spülung auslösen. Des Weiteren beinhaltet der Montagerahmen auch 2 neue Kipphebel. In jedem Fall sollte der alte Montagerahmen, so er noch in Ordnung ist, nicht weggeschmissen werden. Eine sehr häufige Schwachstelle am Montagerahmen, bedingt durch die falsche Montage der Druckstangen, ist, dass diese Stege hier wegbrechen. Sollte in diesem Fall die Stege noch in Ordnung sein, heben Sie Ihren alten Montagerahmen auf, tun Sie ihn gut beiseite. Sie könnten ihn eines Tages gebrauchen. Als nächstes entfernen wir die alten Haltestangen, die den Halterahmen halten, die in diesem Fall zu kurz sind. Dazu ist zumeist erforderlich, dass die beiden Schrauben rechts und links gelöst werden, da sich beide gegeneinander behindern. Ein kurzes Drehen und die alten Haltestangen sind entfernt. Nun setzen wir die neuen Haltestangen ein. Wie man sieht,
sind diese deutlich länger. Das hat den Hintergrund, dass verschieden hohe Aufbauten hiermit ausgeglichen werden können. Nur noch die beiden Schrauben befestigt. Und jetzt kann der neue Halterrahmen montiert werden. Hierzu setzen wir den neuen Halterrahmen über die beiden Stangen. Richten ihn aus und arretieren mittels der Haltestangen diesen straff auf der Fliese. Sollte er noch ein wenig wackeln, nochmal lösen, straff randrücken, rein, fest. Nun setzt man die neuen Druckstangen ein. Auf der rechten Seite haben wir dies schon getan. Diese werden durch das Loch der Kipphebel durchgesteckt und in der Verlängerung befindet sich eine Gewindehülse. Hier bedarf es etwas Treffsicherheit, um diese genau zu treffen, aber mit ein wenig Geduld gelingt einem dies. Dann schraubt man diese entsprechend tief hinein. Bitte hierbei daran denken, nicht zu straff. Der Kipphebel sollte 2 bis 3 mm Spiel haben. Zu guter Letzt werden die Haltestangen rechts und links eingekürzt. Bitte daran denken, ungefähr 1 cm stehen lassen. Ein guter Ratschlag unsererseits: Notieren Sie sich auf der Rückseite die Modellbezeichnung Ihres Spülkastens. Hier stehen zwar Seriennummer, diese helfen Ihnen aber in den seltensten Fällen weiter. Wie anfangs erwähnt, handelt es sich um das Spülkastenmodell F200 von Friatec. Notieren Sie sich es einfach mit einem Edding und Sie werden später nie wieder Probleme haben zu ermitteln, welches Modell Sie haben, und finden damit leichter Ersatzteile. Zur Befestigung der Abdeckplatte schieben Sie diese von oben auf den Halterrahmen auf und drücken diese unten auf die Federn auf. Jetzt haben Sie eine neue Betätigungsplatte, die tadellos funktioniert.